Die Venusier in der astralen Dimension haben auch auf der physischen Ebene der Venus vor langer, langer Zeit gelebt. Und deswegen ist ihr Leben und ihre Gesellschaften sind sie sind wie eine aufgestiegene Gesellschaft einer ehemaligen physischen Gesellschaft. Ihr Leben ist also sehr ähnlich dem, so wie es früher physisch war. Also die Venus war früher der Erde gleich. So Venus was similar to Earth. Exactly, at one time. Yes, ja genau, vor sehr langer Zeit. Und ist dann aufgestiegen in eine andere... And ascended to a different dimension. Exactly. It was a present from the hierarchy. Es war ein Geschenk aus der spirituellen Hierarchie, ein Segen, den die Venusier bekommen haben und woraufhin sie in eine höhere Schwingungsebene angehoben wurden. Es wird ja jetzt davon gesprochen, dass die Erde sich in eine andere Schwingungsebene erhebt. Through the transformation, yeah. Genau, durch den Transformationsprozess. War das bei der Venus auch so? Was it similar? It was a little different. Es war ein bisschen anders. Earth is going through a process of changing of the consciousness Die Erde geht durch einen Prozess of the physical. Der Bewusstseinsveränderung und eine Veränderung des Physischen. And Venus went through a long transformation. And the consciousness was already the same. Die Venus ging durch einen It doesn't have various consciousness like Earth. Die Venus ging durch einen langen Transformationsprozess, aber die Grundlage war bereits ein einheitliches Bewusstsein. Noch nicht so wie auf der Erde, wo die Bewusstseine noch sehr verschieden sind. Die Venusier hatten damals schon ein einheitliches Bewusstsein und sind von dort aus. And they destroyed their physical surroundings through experiments with the technology and their physical surroundings. So they had no more time to exist in the physical, and they were transferred as a whole planet and society in one, hour or so to another dimension. Also die venusische Gesellschaft wurde damals in sehr kurzer Zeit auf eine höhere Schwingungsebene angehoben. Sie hatten vorher das physische, what did they destroy exactly? The physical surroundings? The environment could no longer support physical life. Ja genau, die Umwelt hatte sich in der Form verändert, dass sie kein physisches Leben mehr beherbergen konnte einfach. Und dadurch, dass diese Venusier aber eine sehr friedvolle Gesellschaft waren, und sehr selbstlose Wesen waren, haben sie diesen Segen bekommen von der spirituellen Hierarchie und wurden als gesamte Gesellschaft in eine höhere Schwingungsebene hochgehoben oder angehoben. To preserve their society. Sodass ihre Gesellschaften und sie selbst weiter existieren konnten. Mhm. Und wie existieren sie jetzt? So mit genauso diesem Umfeld wie hier auf der Erde, mit Bäumen, mit Wasser, mit Tieren? Everything that we can remember, yes. Alles, woran wir uns erinnern können, erschaffen wir uns jetzt auch im Astralen. And many of our ancestors of the Earth people are from Venus. Und viele der Vorfahren der Erdmenschen, der Menschen auf der Erde, sind von der Venus. Yeah, that was their heritage. Es ist ihr Erbe. Some of them came here to live. Manche von ihnen sind hierher gekommen, um hier zu leben. Yeah, I write about it in my book. Auch das steht in meinem Buch. Existiert so etwas wie ein Familienleben? Yeah, we choose to. We don't have to. If there's family life still on Venus. Of course. Natürlich. Family is very important. Familien sind uns sehr wichtig. We feel that families make, it's like for the soul, a family unit is important. Für die Seele ist eine Familieneinheit etwas sehr Wichtiges. And our relationships are important. Und unsere Beziehungen sind uns auch sehr wichtig. And very close. And sehr very nah. communicative. Und wir kommunizieren viel miteinander. Yeah, it's very important. Das ist uns sehr wichtig. To have someone to share with. Wie kommuniziert ihr? Nicht über die Sprache, so wie wir? How do you communicate? Oh, telepathically. Telepathisch. We send each other thought forms. Wir senden uns gegenseitig Gedankenformen. We have a letter in some of my
things I used to give to workshops and stuff of a Venusian script that is thought forms written down. Es gibt eine venusische Schrift, die ist in den 50ern vom George Adamski, einem Venuskontaktler, die ist ihm übergeben worden von einem Venusier, ein venusischer Brief, und da sind die Gedankenformen, sofern sie dann niedergeschrieben werden können, drauf gedruckt, und diese Informationen hat Omnec über viele Jahre in ihren Workshops und Vorträgen Mostly because of the fascination of the writing. Viele Menschen sind da fasziniert davon, weil das so eine wunderschöne Schriftart ist. Könnte man sagen, dass das Leben auf der Venus die Zukunftsform der Erde sein wird? Hopefully. Hoffentlich. That's what I've been trying to teach people, is how to visualize a new kind of earth that they want to exist. Das ist eine der wichtigsten Informationen, die ich in meinen Vorträgen und in meinen Büchern versuche, den Menschen zu übermitteln, dass sie sich ihrer schöpferischen Kraft wieder richtig bewusst werden und sich wirklich die Erde so erschaffen, wie sie sich wünschen. Yeah, because the future is up to you. Denn die Zukunft liegt an euch. Yeah, it's up to the people how much concentration, visualization, and meditation they put into creating a new earth. Es liegt an den Menschen, wie viel oder Visualisierungskräfte, wie viel ihrer Vorstellungskräfte sie bewusst einsetzen, um sich die Erde so vorzustellen und sie somit so zu erschaffen, wie sie sie wirklich haben möchten. Das heißt, wir Menschen können uns hier das erschaffen, was wir wollen. Alles. Means we all can create Yeah, what we you want. have the Oh, ability. Ihr habt alle diese Fähigkeit. Wie schaut das auf der Venus aus? Oder machst du das hier auch auf der Erde? Erschaffst du dir hier auch? All human beings have. Everything that exists around you was someone's imagination first. Alle Menschen tun das. Alles, was du hier um dich herum siehst, war vorher der Gedanke von irgendjemandem. The imagination is the key to creation. Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit. Except on Venus, we can instantly create. On Earth, you have to have the materials. You have to visualize first and then take the material and create it. Auf der Venus geht es natürlich viel schneller. Durch die feinere Schwingungsfrequenz ist alles in einem Moment zu erschaffen. Auf der Erde braucht es etwas länger Zeit. Es muss durch einen Erschöpfungsprozess hindurchgehen. Es muss erst gemacht werden. Vielleicht noch der Unterschied zur Venus. Vorrangig herrschend sind ja da liebevolle Gedanken. Und darum ist ja dieser Planet, wird ja auch der Liebesplanet genannt, oder? Kann man das so sagen? You mainly have loving thoughts on Venus, right? So that's why Yeah. it's called the planet of love. Because as well. we believe that love is the most important energy that exists. Wir glauben daran, dass die Liebe die allerwichtigste Kraft ist, die es gibt. And if you control your thoughts and don't have negative thoughts, you'll be much happier and you'll create a beautiful environment. Und wenn du auf deine Gedanken achtest und bewusst liebevolle Gedanken aussendest, dann bist du viel glücklicher und kannst dir auch ein viel schöneres Umfeld erschaffen. We say that all creation exists because of love. Wir sagen, dass alles, was existiert, nur aus Liebe existiert. Because God loved itself Denn Gott liebte sich selbst and created everything und erschuf alles in non-ending cycles in nie endenden Zyklen, so that it can always exist through its creation. sodass es für immer existiert durch seine Schöpfungen. And we have the free will and the power to create also. Und wir haben den freien Willen und die Kraft, genauso zu erschaffen. Yeah, we just have to believe in ourselves. Wir müssen nur an uns glauben. Yeah. Wie du zur Erde kamst, mit 7 Jahren, du warst hier, also du bist von der Venus gegangen, da warst du 7 in dem Sinn, könnte man das so im übertragenen Sinn, und bist hier gelandet und hast ein 7-jähriges Mädchen gelebt. Yeah.
as a child. Es steht auch genau alles im Buch drinnen. Exactly. Wie war das für dich? Du bist in eine Familie gekommen, quasi, und hast dort das Leben dieses Mädchens weitergelebt, um dieses Karma, das du hier auf der Erde angesammelt hattest, aufzulösen. Du bist mit vollem Bewusstsein hier. Exactly. Das heißt, du weißt um dein ganzes Karma, das du hier erlösen möchtest. Yes, I knew everything. Ja, ich wusste alles. It was a little confusing because sometimes I was aware of other people's thoughts. Es war schon manchmal verwirrend, denn ich war mir oft der Gedanken anderer Menschen bewusst. And I would react to whatever they thought, you know. Und dann habe ich manchmal auf das, was sie gedacht haben, reagiert. And a lot of people noticed. Und das haben viele gemerkt. But I learned to behave like an earth person. Aber ich habe gelernt, mich so wie eine normale Erdperson zu Not verhalten. happily. I didn't want to, but I learned. Ich wollte das nicht unbedingt, aber ich habe es gelernt. Hast du jetzt immer noch all deine Fähigkeiten? Do you still have all your abilities? No. Nee. I still communicate with my own relatives on Venus. Ich kommuniziere immer noch mit meinen Verwandten auf der Venus. And I receive information from my spiritual Und masters. ich bekomme Informationen von meinen spirituellen Meistern. And I have the ability to be happy Und ich habe die Fähigkeit, glücklich zu sein. and to share love with a lot of people. Und viel Liebe mit vielen Menschen zu teilen. Yeah. People can notice the love. Die Menschen spüren die Liebe. Bist du hier in Gefahr gekommen, wieder neues Karma anzusammeln? No. Karma stopped in 1999 for all of mankind. Für alle Menschen, es gibt kein Karma mehr. Das Karma wurde abgeschafft, ungefähr 1999. Yeah, during the transformation. Während des Transformationsprozesses. Yeah, so that people were free to concentrate Sodass die without Menschen- being hindered by old karmic ties. Sodass die Menschen frei sind, sich neu zu konzentrieren und neu auszurichten, ohne an alte karmische Schnüre weiter gebunden zu sein. You just have to be careful what you think. Es ist nur wichtig, darauf zu achten, was man denkt. Yeah, and if you have a problem with someone, you should express that to that person. Und wenn du ein Problem mit irgendjemandem hast, dann ist es gut, wenn du das der Person direkt gegenüber ausdrückst. Keep everything clear. Also alles klar zu halten mit allen Menschen. Yeah, you don't go to somebody else and complain about that person. Also es ist nicht besonders ratsam, zu irgendjemandem zu gehen und sich über eine dritte Person zu beklagen. Yeah. I wrote a book about the spiritual, Venusian spirituality. I wrote a handbook about it. Ja, ich habe über diese wichtigsten Sachen im Umgang von der Menschen miteinander das venusische Handbuch geschrieben. Das ist im jetzigen Buch unter dem neuen Titel drin, der dritte Band, meine Botschaft. It was to Also die teach people Zusammenfassung. how to live like a Venusian. Es ist also sozusagen ein Unterricht darin, die Menschen zu lehren, wie ein Venusier zu leben. Yeah, we do it with the consciousness of God, Wir leben mit dem Bewusstsein, mit Gottes Bewusstsein. without judgment and criticism, Ohne Urteilen und ohne Kritisieren, more acceptance and love. sondern mit Akzeptanz und Liebe. That's what I believe. Und daran glaube ich. Mit dieser Botschaft bist du gekommen? Exactly. That's my message. Das ist My meine main Botschaft, message. meine Hauptbotschaft, genau. Dankeschön, Omnec Onec. Oh, an dieser thank you. Stelle. Danke, Anja Schäfer. Das wunderbar gemacht. Hat Danke. gut My gemacht. German voice. Meine deutsche Stimme, ja. Liebe Zuseher, ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihr Interesse. Es war diesmal ein etwas außergewöhnliches Gespräch, gebe ich zu, aber vielleicht sind Sie doch neugierig geworden und wollen mehr über Omnec Onec wissen. Hier das neue Buch
Es sind alle 3 Bücher quasi jetzt in einem Band. Ich kam von der Venus, Engel weinen nicht und meine Botschaft. Alles hier drinnen beschrieben. Bis zum nächsten Mal bei Zwischen Himmel und Erde.